Kennt jemand von euch, das Lied, wir wollten doch nur Freunde sein? Nee. Das will man nicht kennen, sagen wir es mal so. Ne? Das ist halt weltliche Liebe, ne? Was hast du, Barbara? Das ist weltliche Liebe. Ganz genau. Wirklich, Und ja, du siehst, unerträglich. Jesus erlaubt dir nicht, wir wollten doch nur Freunde sein. Ne? Und die Antwort aus dem menschlichen Geist ist sofort eine Tirade und eine Liste, wie man sich gegenseitig ausschalten kann. Ne? Ja, unglaublich. Und dahinter steckt natürlich die Angst vor dem Unbekannten, die Angst vor der totalen Loslösung, die Angst, sich selbst zu erkennen, die Angst vor Gott, ne? Die Angst, in Gott zu verschwinden, ne? Die Angst, das Gewohnte, das Konzeptionelle, das Beschützte zu sehen, wie es verändert wird, wie es verschwindet, wie es geheilt, korrigiert wird in unserem Geist. Ne? Und als solches wird es gewandelt in eine Schau, eine Sicht mit ihm. Das zu sehen, was wirklich da ist. Und das nicht mehr länger zu sehen, was auch nicht da ist. Es wird ja nur geglaubt, dass eine Welt da ist. In Wirklichkeit ist da nichts da, worüber wir uns aufregen könnten. Dann, okay, Sommer im Kiez, lass uns dann zumindest ein paar Tage hier etwas feiern. Aber die Antwort gibt uns Jesus in den Lektionen. Und so sind wir in den Wiederholungslektionen. Und du jetzt gestern wiederholt hast, zu lernen oder dich zu erinnern, deinem Bruder zu vertrauen, mit dem du eins bist und deinen Bruder wirklich als dein Selbst zu erkennen und wiederzufinden. So gehen wir heute in die Aktion, die wir eigentlich mit unserem Bruder, mit unserem Selbst teilen möchten. Und anstelle da eine Verteidigungsbastion aufzusetzen, die jetzt entweder eine Beziehung zu einem Feind wirklich macht oder eine konzeptionell menschliche Freundschaft definiert. Das ist auch, was ein Feind ist. Ne? Und so dürfen wir heute all das nach Hause bringen in einem Moment der Stille, ne? Einen Moment still zu sein. Und auch tatsächlich nach Hause zu gehen. Was bedeutet das wirklich, nach Hause zu gehen? Die Bedeutung der Welt in meinem Geist loslasse. Und wenn ich die Bedeutung einer Welt in meinem Geist loslasse, lasse ich auch die Wertschätzung, die ich der Welt gegeben habe, los. All die Bedeutungen, die die Welt für mich noch erfüllen müsste auf der Zeitlinie, das mir noch angeboten werden müsste, damit ich in Frieden sein könnte. All das lassen wir los und sind gewillt, in dem Sinne in der Vernichtung des menschlichen Geistes zu stehen, im vernichtenden, im zerstörenden Moment, in dem nämlich das Selbstkonzept nicht mehr als was anerkannt wird, das Selbstkonzept nicht mehr eine solche Werthaftigkeit oder einen solchen Stellenwert in unserem Geist hat, sondern die Bereitwilligkeit wirklich, okay, das bin ich ja sowieso nicht. Ich weiß es ganz genau und du weißt es auch. Und warum sollte ich mich darin aufhalten? Warum sollte ich eine Welt fabrizieren mit einem Selbstkonzept? Ich akzeptiere diese Identität, die Gott mir gab, dass ich sein heiliger Sohn bin und dass ich so bin, wie er mich schuf. Und erinnere mich, dass ich eben das nicht bin, das in Kontakt getreten ist, das alles wirklich gemacht hat, aufrechterhalten hat, als Körper, sondern die Erkenntnis mitgeteilt wird und deklariert wird, geteilt wird, gelebt wird für uns selbst. Und so teilen wir es mit jedem, der in unseren Traum eintritt, dass wir keine Körper sind, dass wir frei sind, weil wir Geist sind, weil wir der reine Geist sind, weil wir Gottes Geist sind, dass wir uns nicht verändern konnten, als das, wie er uns schuf, dass wir nach wie vor so sind, wie Gott uns schuf. Und ja, ich will einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen. Der Satz, der uns gegeben wird in dieser Wiederholungslektion 202, ist als Frage gestellt: Warum sollte ich beschließen, noch einen Augenblick länger dort zu verweilen,
wohin ich nicht gehöre, wohin du nicht gehörst, Bruder, wenn Gott selbst mir seine Stimme gab, mich heimzurufen. Gott gab mir diese Stimme, mich heimzurufen. Ich höre diese Stimme bereits. Ich folge dieser Stimme. Ich will das, was ich höre, die Stimme, die für Gott spricht, als meine eigene Stimme anerkennen. Wenn irgendetwas anderes passiert, dann gibt uns Jesus in der Einleitung zu diesen 3 Wochen Wiederholungslektionen, 20 Tage, jeden Tag wiederholen wir nur eine Lektion, der Lektionen 181 bis 200, und gibt uns diesen Hilfssatz, dass wir diesen Gedanken, diese Idee, wie sie sich präsentiert, nicht mehr wollen, dass wir keinen Nutzen mehr davon haben. Und stattdessen wählen wir eine Bekräftigung, wer wir wirklich sind. Und ob das jetzt der Titel der Lektion ist oder ob du einsetzt, wie du dich erinnerst, wer du bist, dass du der Frieden Gottes bist, weil du als Liebe, als Licht, als Freude, als Frieden erschaffen wurdest. Ob du dich erinnerst, dass du sündenlos bist und schuldlos bist. Je mehr das anerkannt wird im menschlichen Bewusstsein, dass Sünde keine Macht mehr hat, dass du nicht mehr nach diesen Sündenangeboten des Egos dich ausrichtest, sondern direkt in die Wahrheit gehst, nämlich die Sündenlosigkeit anzuerkennen und damit deine Schuldlosigkeit anerkennst und anerkennst, dass du nach wie vor als unschuldiges Kind Gottes geblieben bist, dann hast du keine Notwendigkeit mehr, im Schlachtfeld mit deiner Welt dich zu befinden, noch auszutauschen, darauf zu reagieren oder irgendetwas damit zu machen. Was für eine Befreiung, wenn wir das wirklich in unserem Inneren spüren können, dass es tatsächlich nichts gibt, was ich hier machen müsste, außer vollkommen hilfreich zu sein. Und wenn ich einen Moment in die Lektion blicke, wie sie uns Jesus am 182. Tag gegeben hat in der Beschreibung, gibt er ja zum Ausdruck, dass wir nicht begreifen, was es ist, was wir suchen. Er spricht vom Sohn Gottes. Er begreift nicht, was es ist, das er sucht. Allein dieser Hinweis erscheint mir schon höchst wertvoll, weil es mich darauf aufmerksam macht, dass ich erstmal herauskristallisieren muss für mich, was ich denn überhaupt suche, was ich möchte für mich selbst. Das heißt, wie ich mich erfahren möchte. Ist das wirklich attraktiv genug für uns alle hier, uns im Frieden Gottes zu erfahren und nur im Frieden Gottes? Die Wahrheit anzunehmen und nichts als die Wahrheit anzuerkennen. Ist es eine Attraktion und akzeptabel, wie er im ersten Satz der Lektion uns sagt, dass diese Welt, in der wir zu leben scheinen, nicht unser Zuhause ist? Also, was würdest du dann hier in deiner Welt suchen? Und du kannst zwar sagen, oder er sagt dann hier weiter, dass du er hat sich Tausende von Heimen, Tausende Formen geschaffen, Tausenden von Heimen gemacht, doch keines stellt seinen ruhelosen Geist zufrieden. Nicht einmal die Ashrams, nicht einmal die Zentren, nicht einmal die Tempel, nicht einmal all die großartig esoterisch-spirituellen Ideen, die im Geist noch hochkommen mögen. Ah, das muss ich ja noch machen. Ich muss mich ja noch mit so vielen Tausenden von Brüdern verbinden. Ja? Nein, sein Angebot ist, kannst du heute, jetzt anerkennen, dass dies nicht dein Zuhause ist und bist du bereit, dein wirkliches Zuhause zu suchen, zu finden, zu sein? Das ist eine wirkliche Frage, wie du siehst. Und nur du für dich selber kannst sie beantworten. Und wenn du noch irgendwelche Vorstellungen hast, was du noch machen müsstest in der Welt oder als Teil der Welt oder was dann deine Welt dir an Entwicklung anbieten könnte, dann bist du auf der Zeitlinie in Richtung Tod, nicht in Richtung ewiges Leben. Und das ist irgendwo ein hartes Lehren, eine harte Lehre.
Aber das ist, was es ist. Nur wenn ich bereit bin, alles loszulassen und heute im Jetzt nach Hause zu gehen, das heißt, meine Bedeutungen loszulassen, mein Selbstkonzept loszulassen, meine Ideen, die ich der Welt gegeben habe und in der ich die Welt definiert habe und gehalten habe, loszulassen. Ohne einer Zukunft und ohne einer Vergangenheit in Frieden und in Glückseligkeit zu sein. Weil wenn ich das nicht will, dann kann ich ja nur eines lehren, die Aufhebung meiner Ideen darüber, die ich meine, dass sie noch Wert hätten und was ich noch brauchen würde, was noch mein Bedürfnis wäre, für etwas, jemand zu sein, etwas Größeres zu erreichen. Weil alles, was uns irgendeine Idee aufzeigen wird, wird nichts anderes sein, als genau die Aufhebung dieser Ideen und Bedeutungen, die ich darüber hegte und mit mir mitschleppe. Da ist nichts da draußen, was der Himmel wäre oder worin der Himmel sich offenbaren würde. Der Himmel offenbart sich nur in uns, in dir, in mir, in unserem eigenen Geist und nie zu einer anderen Zeit als zur gegebenen Zeit im Hier und Jetzt. Er versteht nicht, dass er vergeblich eine Heimstätte baut, dass er vergeblich irgendetwas hier macht. Das Zuhause, das er sucht, kann nicht von ihm gemacht sein. Es gibt keinen Ersatz für den Himmel. Alles, was er je gemacht hat, war die Hölle. Das nur zum 3. Paragraphen aus der Lektion 182. Und du siehst, alles, was passiert in der Welt, und ich werde einen Moment mit dir dann hinblicken auf das Desaster der Unwetter, wo auch immer, weil all das sind Lehrmittel, um an den Punkt zu kommen, für uns anzuerkennen, was wir wirklich suchen, wo wir wirklich sein möchten, wie wir uns wirklich erfahren möchten. Vielleicht glaubst du, dass das Haus aus deiner Kindheit, welches du wiederfinden möchtest, es sei. Ja. Und er sagt dann, dass es eben ein Kind in dir gibt, ist, das seines Vaters Haus sucht, das Haus Gottes sucht und erkennt, dass es hier fremd ist und erkennt, dass das Haus Gottes nicht hier in einer objektiven Wirklichkeit als ein Objekt der Wahrnehmung ist, sondern in uns lebt, immer gegenwärtig ist. Aber es ist eine wirkliche Herausforderung, anzuerkennen, dass wir hier Fremde sind, dass wir nicht wirklich hierher gehören. Hallo, Als Söhne Gottes gehören wir dorthin, wo unsere Quelle ist, wo unser Zuhause ist. Diese Welt als ein Machwerk unseres eigenen Geistes, ein Mittel, um herauszufinden, dass es nicht eine objektive Wirklichkeit ist. Und dieses Mittel benutzen wir als eine Lerneinrichtung. Es ist ein Mittel zur Vergebung. Ich glaube, es war vor 3 Tagen im Video des Tages, habe ich Master Teacher gehört, als er sagte, du bist nicht von hier, you're not from here. Und er sagte weiter, du weißt das genauso gut, dass du nicht von hier bist und dass dies nicht dein Zuhause ist. Wie Galileo Galilei wusste, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Und ich weiß nicht, wie sehr ihr euch historisch auseinandersetzt mit solchen Figuren wie Galileo Galilei. Das geht ja 1600 zurück. Und wir wissen alle, dass er diese Figur war, die eben nicht mehr länger anerkannte als Wissenschaftler, dass die Erde das Zentrum des Universums ist. Er ist ja ein Physiker, Mathematiker, Philosoph, Astronom und Erfinder gewesen. Er war ein Professor in Italien. Ja? Und er hat begonnen,
wirklich aufgrund seiner Beobachtung, er war die Person, die das Fernrohr weiterentwickelt hat, dass man wirklich mal was sehen konnte von Planeten und was eben so astronomisch interessant erscheint. Und hat das minutiös wissenschaftlich festgelegt und hat seine Thesen geschrieben. Und manche Thesen waren auch Hypothesen. Es ging aber so weit, dass es klar wurde, dass seine Aussage, dass die Welt nicht, die Erde nicht im Zentrum des Universums steht, offensichtlich als Gegensatz zur Lehre der Kirche dastand. Und jeder, der sich mit dem ein bisschen befasst hat, wir befinden uns zu der Zeit nach wie vor zur Zeit der Inquisition, nicht wahr? Jeder weiß, dass das nicht so eine lockere Sache war, da einfach irgendeine These zu veröffentlichen. Ne? Ihm ist das auch nicht viel besser gegangen. Ne? Er hatte zwar sehr wohl Gönner, und weil er ja auf der Universität war und dann auch für die Medicis hier Berechnungen und Mathematiker war, aber in Bezug auf den Klerus hatte er nichts zu lachen. Und es hat sich hingezogen, sogar über 30 Jahre hinweg, bis die Inquisition herging und eben aufzeigte, so geht das nicht. Ne? Und du kannst dich nicht gegen die Kirche oder die Wissenschaft der Kirche stellen, weil alles, was wirklich war, ne, alles, was als wirklich geglaubt wurde, als Wahrheit dargestellt wurde, kam von der Kirche und wurde als kirchliche Doktrin gelehrt. Was jeder, der irgendetwas anderes dazu zu sagen hatte oder sagte, war in dem Sinne ungehorsam zu dem, was die Entsprechung der Wahrheit, ne, das war die Autorität der Welt. Ne? Die Welt wurde von der Kirche gelehrt und alle Universitäten standen zu der Zeit noch in Beziehung zu den vatikanischen Lehrautoritäten. Das hat sich ja alles erst später dann entwickelt, dass man gesagt hat, wir wollen hier mal eine Unabhängigkeit demonstrieren. So, was ist passiert? Man hatte ihn letztendlich nach vielen Hin und Her, zuerst wurde er sogar vom Papst aufgefordert, dass er seine Thesen durchaus veröffentlichen soll. Er soll sich in dem Sinne nur nicht gegen die Kirche stellen. Aber es war niemals das Interesse von Galileo Galilei, dass er die Kirche splitten wollte, ne? Auseinanderdividieren wollte, könnte man sagen, sondern sein Hintergrund war, dass die Weltschau der Kirche sich erweitert und öffnet. Und dabei hat sich wirklich nichts viel verändert. Wenn wir sehen, dass das Anfang 1600 geschehen ist und heute sind wir 400 Jahre später, lernen wir durch die Lehre von Jesus Christus, von einem Kurs in Wundern, letztendlich dasselbe. Wir lernen, dass du wirklich für dich selbst herausfinden sollst, wie die Korrektur deines Geistes vonstatten geht, wie es funktioniert und dass es absolut notwendig ist, dass du aktiv wirst in deinem Geist. Worüber? Erstmals, um dein Selbstkonzept in Frage zu stellen. Erstmals, um deine Wahrnehmungsbedeutungen in Frage zu stellen. Und dieses Infragestellen wird dann angeboten, hier ein Gedankensystem eines höheren Geistes, was wir den Heiligen Geist benennen, zu benutzen, um hier wirklich etwas erkennen zu können, was nicht mehr in Gegensätzen steht, was nicht mehr auf der Zeitlinie ein Ziel oder eine Wirkung in der Zukunft anbietet, sondern was uns tatsächlich den einen Geist und das Einssein des Geistes anbietet. Das ist der Moment der Stille, in dem wir nach Hause gehen. Und solange wir eine Idee darüber haben, und das ist ganz besonders in unseren Beziehungen, und alles ist ja eine Beziehung, mit jedem, mit allem, mit der ganzen Welt besteht eine Beziehung. Und solange das intakt ist in seinen Bedeutungen, wird es Reflexionen geben, die dich nicht in Frieden belassen.
wird es Reflexionen geben, die dich herausfordern. Wird es Reflexionen geben, die dich anscheinend angreifen und zur Verteidigung zwingen oder dem Ego zustimmt, dass du ja doch ein Opfer der Welt bist, die du siehst. Und du siehst, es wird immer notwendiger, anzuerkennen den Wert, den diese Geistesschulung, dieses aktive Trainieren meiner Sichtweise, meiner Denkweise mit einer täglichen Lektion, welchen Wert das beinhaltet und mir anbietet. Welchen Wert das hat, nicht nur jetzt für mich, sondern für die ganze Welt. Warum ist das so? Denn wenn ich meinen Geist verändere, wird die Welt, die ich sehe, sich automatisch ändern. Das ist, wie es Jesus im Kurs beschreibt. Und so ist man hergegangen und hat, wie gesagt, letztendlich Galileo Ungehorsamkeit vorgeworfen. Ne? Und es wurde ihm der Prozess gemacht. Er wurde sogar verurteilt, bestraft. Weißt du, was das Urteil war? Lebenslanger Kerker war sein Urteil. Aber man hatte, anstatt am Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Ja? Aber man hat ihn dann dem Erzbischof unterstellt und es wurde zu einem Hausarrest. Aber es wurden alle seine Verbindungen und Kommunikationen so limitiert, mehr oder weniger abgebrochen, dass er eben nicht mehr sein Werk so weiter publizieren kann, wie er wollte. Ne? Es hat dann weitere 200 Jahre, das war 1633, ja, es hat fast weitere 200 Jahre benötigt, 1822, das war alles zuerst unter Papst Urban der Achte, ne? Und dann erst unter dem Pius VII. Ist man hergegangen und hat dieses kopernikanische Sichtweise, dass die Erde nicht im Zentrum des Universums ist und dass die Erde sich sehr wohl um die Sonne bewegt, anerkannt. Aber als man im Prozess mit Galileo war, hat man ihm mehr oder weniger die Alternative geboten. Entweder ziehst du dieses zurück, ne? Entweder deklarierst du dich, erklärst du dich, dass das ein Fehler war, was du hier veröffentlicht hast, oder es wurde letztendlich mit dem Tod gedroht. Ne? Und er hat es widerrufen. Ne? Er hat es widerrufen und es mehr oder weniger, es werden dann Stimmen sagen, dass er selbst im Gerichtssaal dann noch sagte, murmelnd zu sich sprach und sagte, aber ich weiß ganz genau, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Ne? Und so wurde erst letztendlich dann 1992, das ist dann unter Paul II., ne, wurde Galilei erst anerkannt, dass er nicht sozusagen als Feind der Kirche gesehen wird. Du siehst, alles bedarf und bedurfte eine immense Zeit, bis hier eine bestimmte Wachsamkeit, bis hier eine bestimmte geistige Reife entstanden ist, die es zulässt oder anerkennt oder befürwortet, dass es letztendlich immer eine gute Sache ist, wenn wir in unserem Denken eigenständig sind, alle unsere Illusionen in Frage stellen, damit wir letztendlich an dem Punkt der Frage, wer bin ich, eine wirkliche Erfahrung haben können. Sicher können wir auch mit der heutigen Lektion und in diesem Nachhausegehen anerkennen, dass selbst der wissenschaftliche Beitrag von Galileo auch nur ein Stein war am Weg und dass wir bereits weitergegangen sind. Weil wenn ich wirklich diese Lektion so anwende, in Erfahrung bringe, wie Jesus möchte, dass wir sie in Erfahrung bringen, dann ist auch vollkommen klar, dass wir weitergehen, einen Schritt weitergehen, als irgendeine Definition oder Verbindung mit etwas, was objektive Wirklichkeit ausmacht. Weißt du, wovon ich spreche? Das, was zuerst beschrieben wurde, was der Unterschied ist von seiner Aussage, die Erde ist nicht im Zentrum des Universums, wird jetzt durch unsere Verbindung mit ihm
und durch unser Verständnis und Erkenntnis mit Hilfe des Kurses ersetzt mit Ich bin das Zentrum des Universums. So, das, was objektive Wahrheit oder Wirklichkeit war, Wissenschaft war, als Erde, ne, was astronomisch untersucht wurde und festgelegt wurde, ist zu einer Innenschau, zu einer Innenwelt geworden, in der wir uns erkennen, wer wir sind. Und da stimmt es wieder, oder da würde es sehr wohl stimmen, was die Kirche der Klerus vor 400 Jahren vermittelte. Ne? Aber nicht die Erde, sondern wir als die Söhne Gottes selbst sind das Zentrum des Universums. Und alles andere, jede Idee über uns selbst, jede begrenzte Identität, die wir angenommen haben, ist das, was sich bewegt und was entweder als Ellipse oder im Kreis oder wie immer du es berechnen möchtest, als Parabel vielleicht sogar kosmisch gesehen, dich um etwas bewegst, nach wie vor um ein Zentrum bewegst, das in dem du als der sich herumkreist oder sich da irgendwie bezieht und beobachtet, das ist das Wort. Du bist und hast dich selbst zum Beobachter des Zentrums reduziert. Du hast dich zum Beobachter der Wunder reduziert. Du hast dich zum Beobachter der Erfahrung Gottes reduziert. Das ist, was der Kurs versucht, wieder zu eröffnen, zu heilen, zu korrigieren. Als Beobachter deiner Welt, egal jetzt wie klein oder wie groß du deine Welt, Mikro- oder Makrokosmos definierst, bist du bereits das, was tot ist. Und das ist besser, es anzuerkennen. Denn nur das getrennte kleine Selbst, das anerkennt, dass es nicht existiert, dass es nicht das ist, hat eine Chance, neu geboren zu werden und wird sofortig neu geboren, wenn dies erwünscht und gewählt wird. Und so wirst du automatisch, das ist etwas, wir könnten es auch als quantummäßig bezeichnen, wirst du von der Beobachterposition ins Zentrum katapultiert. Du wirst zum Zentrum und erinnerst dich, dass du immer Zentrum gewesen bist. In der christlichen Ausdrucksweise ist das, du erinnerst dich, dass du so bist, wie Gott dich schuf. Und das ist wichtig zu sehen, weil sonst bleibst du auf deiner Route, auf deiner Ellipse und bleibst Beobachter, ne? Ohne anzuerkennen, dass das, was du beobachtest, nichts ist und überhaupt nicht da ist und überhaupt keinen Wert hat, beobachtet zu werden. Und wenn du das verstehst, weißt du auch, dass du auf nichts deiner Welt reagieren musst oder irgendwas machen musst, sondern dass du wirklich nur da bist, um vollkommen hilfreich zu sein. Und vollkommen hilfreich zu sein ist nichts anderes als die Erfahrung des Lichtes, der Schöpfung miteinander zu teilen, in dieser Erfahrung zu sein. Und das ist das unschuldige Kind Gottes, von dem er in dieser Lektion spricht. Und dass wir hier heraufbeschwören, die verschiedensten Szenarien von Dramen, Tragödien, ne, so wie es diese Umweltdesasters uns zeigen. Ne. Ich weiß nicht, sprecht ihr miteinander darüber? Ne, oder ist das innerhalb der Kurskreise schon verböhnt, dass man sich das anschaut, was da überhaupt los ist? Weil jeder sich schämt und schuldig fühlt, das ist, was ich in meinem Geist gemacht habe. Ich weiß ja, Gott hat nicht dieses Desaster gemacht, ne? Lektion 14. Wer bin ich denn, was bin ich denn da in meinem Geist, dass ich so etwas sehe? Aber weißt du, das ist ja der Unterschied. Wenn wir unseren Geist ändern und uns ausrichten mit ihm und wirklich anerkennen, was unsere Funktion ist, was unser Sinn und Zweck ist, hier füreinander und miteinander zu teilen,
sicher könntest du hergehen und kannst sagen, okay, ich beobachte jetzt hier dieses Desaster in der Rheinland-Pfalz und ich bin absolut zerstört. Natürlich ist es zerstörend und fühlt es sich vollkommen vernichtend an. Und mein Herz geht raus für jeden Einzelnen, der Geliebte verloren hat. Ne? Aber ich könnte hergehen und als Beobachter dann sagen, oh, ich hatte auch so einen Moment in der Vergangenheit, den ziehe ich her, den lebe ich jetzt wieder, ich bin ja auch so zerstört. Ne? Oder ich gehe her und erinnere mich sofort, dass ich ja hier eine Funktion erfülle und dass es in meinem Geist passiert und dass ich in meinem eigenen Geist aufgerufen bin, diese Funktion eines neuen Sinn und Zweckes auch wirklich zu erfüllen. Und dies anzuerkennen, ne? Ich habe überhaupt keine Zeit, zurückzugehen und mich an meine eigenen vernichtenden Momente, die wieder zu erleben, emotional auszudrücken. Und jetzt bin ich gleich auf mit denen, die da so leiden. Sondern ich bin sofort da, um als Diener Gottes im Service zu sein, zu helfen. Und ob das jetzt ist, ich habe mir extra ein paar Minuten ARD hier von Wisconsin aus angesehen, ne? Und ich habe auch sofort was gefunden, natürlich. Ne? Und da haben sie gezeigt, dass in dem Hospital, ne, da war es der Oberarzt oder der Besitzer des Hospitals, ich kann mich nicht mehr erinnern, in welchem Ort es war dann, der hat mitgeholfen bei der Aufräumaktion. Ne? Und der hat zum Ausdruck gebracht, und das hat mich sehr berührt. Und da wusste ich, wie sehr da ausgerichtet ist, okay, jetzt machen wir das. Und alles, was wir machen, ist, wieder uns einander zu helfen. Das Spital ist zwar überflutet und es gibt keine medizinische Hilfe momentan in dem Ort, aber wir helfen uns als Nachbarn. Und wir helfen uns bei den Aufräumaktionen. Ne? Und so hat er zum Ausdruck, der hat es gesagt, in die Kamera hat das hineingesagt. Einige von euch haben ihn vielleicht gehört. Ne? Er hat gesagt, ja, was mir da eigentlich daran gefällt an der Situation ist, ich habe das Gefühl, wir kommen uns jetzt wirklich viel näher durch dieses Desaster. Ne? Und das war vorher nicht so. Ne? Das ist es halt. Ne? Verstehst du, wir bleiben da in unseren Höhlen, das ist diese Bubble, ne? Diese Blase und jeder schläft da in seiner Höhle ne? Und versucht da bis zum Lebensende durchzuschlafen, so gut es geht und so bequem es geht. Das wurde jetzt mal erschüttert, das wurde kräftigst erschüttert mit diesen Überschwemmungen, nicht wahr? Und das wurde aus dem Lot gehebelt, buchstäblich. Ne? Und jeder ist herausgefordert und ist eingeladen, wirklich für sich wiederzufinden, was er geben kann. Wir alle sind hier, um zu geben. Und wir können viel, viel mehr geben, als wir denken, dass wir haben. Gibt immer mehr zu geben, als was wir meinen, dass wir bereits haben oder geben könnten. Und eine Geschichte hat mich ganz besonders berührt. Willst du sie noch hören? Es ist die Geschichte des, glaube ich, 67-jährigen Baggerfahrers. Oh mein Gott. Auf der anderen Seite vom Damm, ich kann mich nicht mehr erinnern, um welchen Fluss es sich handelt, ne, aufgestauter Staudamm, ist schon die Erde weggegangen, die Erde überschüttet den Auslass des Dammes. Ne? Der Damm füllt sich auf. Ihr wisst wahrscheinlich genau, könnt ihr in den Chat schreiben, um welchen Ort es sich handelt. Und der Typ ist, glaube ich, sogar schon in Pension oder ist pensionieren. Ne? Und alles, was er macht, ist, während es sich der Damm noch auffüllt, er steigt in den Bagger und fährt mit dem Bagger raus auf die andere Seite des Dammes und öffnet das Verschüttete des Auslasses für den Damm, sodass der Damm entlastet werden kann. Ne? Natürlich haben sie ihn als Held auf ARD gefeiert und sie haben dann gesagt, und ja, was? Das würde ja jeder machen. Ne? Was mir auch so gefallen hat, war, dass er zum Ausdruck brachte, dass er keine Angst hatte, dass er geführt war und dass er diese Führung für sich anerkannte und diese Führung gebeten hat und sie auch fand
und diese Führung mitnahm in dieser Mission. Er war sein ganzes Leben lang Baggerfahrer. Sein Ausdruck war, was würde ich denn sonst machen, als Baggerfahrer hier zu helfen? Und das war seine Funktion, verstehst du? Vielleicht das war die einzige Funktion seines Lebens, die alles neu machte und eröffnete für ihn. Und so hat er gesagt, dass er, bevor es anging, hat er seinen Rosenkranz genommen und hat um Hilfe gebeten und hat gebetet und hat diese Präsenz gespürt, die ihn geführt hat und begleitet hat und beschützt hat. Du siehst, das war die gestrige Lektion. Ich vertraue meinem Bruder, der eins mit mir ist. Weil jeder ist unser Bruder. Wir wissen ganz genau, dass Bruder Baum, Bruder Wasser, Bruder Blume dasselbe ist wie Bruder Tier. Und als letztes steht Bruder Mensch. Ne? Dass wir Vertrauen gewinnen in Bruder Mensch. Und das geht nur, indem wir unseren Geist verändern. Über all das, was wir in der Vergangenheit anscheinend erfahren haben, uns anscheinend selbst Leid zugefügt haben, uns verletzt haben. Um dies in der Aktion der Vergebung neu sehen zu können. Und Vergebung heißt ganz einfach, die Vergangenheit loszulassen. Die Vergangenheit nicht mehr gegen uns selbst zu halten. Das ist die einfachste Definition von Vergebung. Und natürlich, der Geist wird, ja, aber, nein, ich lasse es los. Ja. Aber damals kannst du dich nicht, nein, ich lasse es los. Ich will keine Beweisführung aus der Vergangenheit mehr mit mir mitschleppen, um meinem Bruder, der ich selber bin, also mich selbst schuldig zu halten. Es war niemandens Schuld. Natürlich hast du jede Menge von Leuten auch, okay, das war jetzt die Strafe Gottes für all eure Sünden und nein, es ist niemandens Schuld. Dinge passieren einfach. Es ist eine Illusion von Anfang bis zum Ende. Und die Illusion ist eine wahnsinnige Idee im eigenen Geist. Und diese wahnsinnige Idee wird nun ersetzt durch einen Gedanken Gottes, durch einen vollständig wohlwollenden Gedanken des Friedens, der Freude, der Liebe, der Glückseligkeit, dessen, wer wir wirklich sind, wie Gott uns schuf, der Freiheit. Ja, Devavan, du bist ja wie der Baggerfahrer, ne? Machst uns das hier ganz leicht, dass wir das nachmachen können. Wie der Baggerfahrer das gemacht hat, da hat ja jeder gesagt, ja, das hätte ich auch gekonnt. Ne? Und so wie du uns das jetzt vormachst, ist es auch wieder ganz leicht. Danke dafür, Devavan. Ja, ich meine, ich sehe es auch so, Barbara, wir sind ja eigentlich nur hier zur Wiederholung. Ne? Wir wiederholen ja nur, was wir bereits erfahren haben, was wir bereits erkannt haben. Ne? Wir finden uns ja nur zusammen, ob es jetzt mit dem Kurs ist oder was immer für eine Idee, die die Wahrheit repräsentiert, um uns wieder zu erinnern. Ne? Weil die Tendenz eben war, wieder zu vergessen. Ne? Verstehst du? Oh, Covid. Okay, Covid hat mich ausgehebelt. Oh, Covid ist vorbei, jetzt bin ich wieder okay, jetzt bin ich wieder in meiner Blase und bin wieder in meiner Isolation okay. Ne? Und hier kommt das Nächste. Und es wird immer was geben, weil es die Natur der Illusion ist. So lange, bis Vergebung vollkommen ist. Und Vergebung ist dann vollkommen, wenn wir unseren Geist über uns selbst, über jede Idee verändert haben. Dann werden wir, so wie es in der Lektion steht, ich lehre in Wirklichkeit nur die gestrige und heutige Lektion, werden wir genau diese Welt sehen, wie sie ist. Ne? Nämlich die Welt, wie sie in Gott ist. Ne? Die wirkliche Welt. Und wenn ich hergehe und aus der gestrigen Lektion noch einmal zitieren darf, 8. Paragraph. Ne? Wir bitten ebenso wenig um Fantasien, denn das, worauf wir zu schauen suchen, ist wirklich da. Und indem unsere Ausrichtung über Fehler hinausgeht, ja, was ist wirklich da, werden wir eine gänzlich sündenlose Welt erblicken. Das ist, was wirklich da ist. Eine gänzlich sündenlose Welt.
Und die können wir erblicken, wenn wir uns erinnern, was unsere Funktion ist, was uns gegeben wurde und eben, was wir nicht mehr anwenden und uns entgegenhalten möchten. Ne? Und danke für jeden Einzelnen. Danke dir, dass du hier bist, dass du dir das anhörst, dass du das akzeptierst. Ne? So wie er sagt, die 4 Sachen in der Einleitung zu diesen Wiederholungen. Zu verstehen, zu akzeptieren, zu üben und anzuwenden. Ja? Akzeptieren ist absolut notwendig. Ich akzeptiere die Alternative, wie Christus, Jesus, sie mir anbietet, weil es eine vollkommen neue und andere Sichtweise ist, als mein menschlicher Geist sich über 10.000 Jahre erzogen hat und eingebläut hat. Eine gänzlich sündlose Welt erblicken. Und wenn das zu sehen das Einzige ist, was wir sehen wollen, siehst du, da ist die Entscheidung, da ist meine Wahl, was ich sehen will. Und deswegen, jede Session kann ich jetzt wiederholen. Lass uns wiederholen. In ein paar Tagen ist es sowieso die Wiederholungslektion 185. Ich will den Frieden Gottes. Mein Wille ist der Frieden Gottes. Ja, alles, was ich will, zu erfahren, anzuerkennen, ist der Frieden. Das Einzige ist, was wir sehen wollen, wenn das Einzige ist, was wir im Namen wahrer Wahrnehmung suchen. Im Namen wahrer Wahrnehmung suchen. Dann sind die Augen Christi unvermeidlich unsere. Dann ist die Schau Christi unvermeidlich unsere. Und die Liebe, die er für uns empfindet, die Liebe, die Gott, die Christus für uns empfindet, wird auch zu unserer eigenen. Dies wird das Einzige sein, was wir in der Welt und in uns selbst gespiegelt sehen. Es ist der vorletzte Absatz von 9 Absätzen der Lektion 181. Und ich muss dir sagen, ich habe es gestern nicht so deutlich gehört wie heute und jetzt. Das ist immer das Tolle an diesem Kurs auch. Wenn wir wirklich in der Idee sind, und ich habe ein Beispiel zu dieser Idee, dann wird das lebendig. Dann zeigt es mir sofort eine neue Sichtweise. Zu ein paar Sätzen eröffnet sich der Himmel in unserem Geist. Ist das nicht großartig? Und so ist es, wie wir uns einander helfen und beistehen. Ich kann mich erinnern auch, als ich in Indien war, wie lange ist das jetzt schon wieder her? Über 30 Jahre. Und da bin ich raufgereist in diese heiligen Stätten des Hinduismus, Rishikesh und Hardwar. Die in Indien waren, die kennen es eh. Ne? Dort findet sehr viel zeremoniell statt in Bezug zum Hinduismus. Ne? Und da haben sich auch alle niedergelassen. So alle, die irgendwie Rang und Namen haben, haben dort einen Ashram. Ne? So es ist eine Stadt, die mehr oder weniger die Hälfte der Stadt sind Ashrams. Ne? Ich bin da immer am Fluss. Das ist die Ganga, ne? Ganges, fließt durch Rishikesh und ist noch mehr oder weniger ein kleines Flüsschen dort. Ne? Und bin da immer so entlang gewandert, so eine halbe Tageswanderung flussaufwärts, habe irgendeine Stelle gesucht, gebadet und einfach in Stille gewesen oder gemeinsam sind wir gegangen. Und da bin ich dann außerhalb von Rishikesh regelmäßig an einem Platz vorbeigegangen. Dieser Platz war eine Insel innerhalb des Flusses von Ganges. Und dort haben bestimmte Sadhus, ne, also die Mönche, ihre Wohnstätten gehabt. Ne. Was mir aufgefallen ist, und ich habe auch mit denen darüber gesprochen, weil die haben die eigentlich ganz süß und lieb gestaltet und hergerichtet. Ne? Also auch da waren mit Einrichtung so, natürlich simpel, aber die hatten auch da Sachen in diesen provisorischen Hütten, die sie da aufgestellt haben oder so zeltartig. Ne?
Und dann habe ich einige befragt, wie lange sie hier schon leben. Und da sagt er dann, naja, seitdem der Monsun wieder zurückgegangen ist. So, und da wurde mir erst klar, dass das ja jedes Jahr dasselbe passiert, dass wenn der Monsun kommt und Ganges hochsteigt, ne, ist ihre Wohnstätte vorbei. Ne? Und sie ziehen woanders hin. Und sobald der Wasserspiegel sich wieder senkt und es wieder zu einer Insel wird, ne, das ist ja nur Geröll von dem, was der Fluss da mitgebracht hat, ne, wird es wieder zu ihrer Heimstätte. Ne? Aber was es mich gelehrt hat, war, dass der Sohn Gottes, wie gesagt, keinen Platz hat, um seinen Kopf niederzulassen. Ne? Und dass das absolut okay war für sie. Ne? Dass sie, während der Monsun Hochwasser führt, eben keine Wohnstätte, dann sind sie am rumgewandert oder waren halt wo immer. Ne? Ich glaube, das ist eine gute Einstellung. Ne? Egal, was jetzt Wiederaufbau und all das, Wiederaufbau nach so einem Desaster, das passiert ist, Desaster unter Anführungszeichen, weil letztendlich ist es ja nicht ein Desaster, es ist ja ein Geschenk, ne? Weil es ein Geschenk ist, neu geboren zu werden. Habt ihr die Bilder gesehen, wie die Leute alles, was da drinnen ist, rausstellen auf die Straßen, ne? Weil das Ganze, ihre Wohnungen, ihre Häuser sind leer momentan. Ne? Ist das nicht toll? Der Arzt hat erklärt, hier ist die MRI-Maschine und sie war 2 Tage im Betrieb und jetzt ist sie funktionslos, weil das Hochwasser sie zerstört hat. Hat Millionen von Euros gekostet. Ne? Und damit okay zu sein. Wirklich im Moment zu leben. Wirklich das, was so als gegeben wird, mit Heimstätte, mit das brauchen wir noch, das wollen wir entwickeln und das ist noch notwendig. Einfach nur im Geist dahin zu gehen, okay, ich kann das benutzen im jetzigen Moment und ich benutze es und ich bin dankbar, dass es hier ist und mir dient, aber ich will es nicht mitschleppen in meine Zukunft und mich damit definieren. Und mich damit lokalisieren und mich davon binden lasse. Weil wir können uns ja nur selber im eigenen Geist binden, indem wir Ideen von Werten nicht loslassen und diese Werte beschützen. Aber das ist, was angeboten wird. Dass wir diese Werte für einen größeren Wert, für einen höheren Wert austauschen lassen. Und dass dieser höhere Wert immer bereits schon in uns ist. Und eröffnet wird in Kontakt mit ihm, mit seinem Geist. Das ist das unschuldige Kind, von dem er spricht, das sein wahres Zuhause sucht und findet. Das bist du am Weg nach Hause, ohne eine Idee, wie das aussehen sollte, könnte oder sogar müsste, sondern in einer Gewissheit, weil ich um Hilfe gebeten habe, wird mir alles gegeben. In der Tat ist mir bereits alles gegeben worden. Ich brauche es nur erkennen. Und in diesem Erkennen ist es hier für mich als eine Hilfe, als ein Geschenk, das mir gegeben wurde, mich am Weg begleitet, so lange, bis ich auch davon keinen Nutzen mehr. Und dann, davon können wir nicht sprechen, sagt er. Ne? Darüber haben wir keine Worte mehr. Und die andere Geschichte, die mich daran erinnert, war, als hier in den USA 2001 9/11, ne? 11. September, Anschlag auf die Twin Towers in New York. Und ich kann mich genau erinnern, es war am nächsten Tag in Session mit Master Teacher und er hat gefragt, im Raum 250 Leute, hat jemand Lust oder hat jemand eine Idee nach New York? Das sind in etwa um die 30 bis 35 Autostunden Fahrt
Stunden von hier, von Wisconsin. Hat jemand eine Idee, nach New York zu gehen? Einige Brüder waren zu der Zeit in New York sogar. Und zuerst war ich der Einzige, der aufgezeigt hat. Und dann mit mir haben andere Brüder auch aufgezeigt. Und wir haben dann so schnell wie möglich unsere Vorbereitungen getroffen und sind mit 4 Autos nach New York gefahren ein paar Tage später und sind dort eine Woche geblieben und sind in diese Umgebung. Und da hat es auch, kann mich nicht mehr genau erinnern, welcher, es war so ein kleiner Park in der Nähe, der war mehr oder weniger dafür als Raum gegeben, dass sich Betroffene treffen konnten, die entweder davongekommen sind oder die meisten halt, die jemanden vermisst haben. Ne? Und wir haben da eigentlich persönlich mit Leuten Kontakt aufgenommen. Wir haben uns verfügbar gemacht, zu helfen, auf egal welche Art und Weise. Oft nur einfach zuzuhören oder sie in den Arm zu nehmen oder ein paar Worte, um ihnen aufzuzeigen, dass es eine andere Art und Weise gibt, dies zu sehen. Und wir hatten ein paar Broschüren mit und haben die ausgeteilt und so. Aber es ist eine Erfahrung, die werde ich nie vergessen, weil ich so viel da auch zurückbekommen habe. Vielleicht, wenn du etwas spürst, um da auch mitzuhelfen, dann tu es. Dann fahr dorthin und biete dich an, zu helfen. Es ist sowieso letztendlich, ob du jetzt mit jemandem aufräumst oder mit jemandem ein Gespräch führst, ist alles dasselbe. Tu etwas, was dich aus der Beobachterrolle rausbringt, weil du nicht wirklich der Beobachter bist. Der Beobachter, der Beobachter, das ist das Gewahrsein des Gewahrseins. Das ist was anderes. Das ist, wer wir wirklich sind. Das ist, wovon du, Gregor, immer sprichst. Ne? Und das ist wahr. Ne? Und das ist aber nicht das Ich, das beobachtet. Das ist das wahre Ich, könnten wir sagen. Ne? Weil wenn du etwas beobachtest, hast du eine objektive Welt. Und da willst du rauskommen. Und dann hast du eine Welt auf deinen Händen und dann kannst du sagen, oh, entweder sagst du dir dann, mir geht es ja eh viel besser, weil bei mir ist es ja zum Glück nicht so. Oder du sagst, ach, die Armen, ich hoffe, dass es ihnen bald wieder besser gehen wird. Und abgehakt. Da passiert nichts. Da ist keine Umwandlung, da ist keine Ausdehnung. Da ist nur Schlafen, Träumen. Nein, wir sind hier, um aufzuwachen. Wir sind hier, um wahrlich hilfreich zu sein. Und wenn wir es nur im Gedanken machen, wo immer wir sind, aber dehne deinen Geist aus. Hilf durch die Kraft deines Geistes. Hilf durch diese Leidenschaft in deinem Herzen, in deiner Seele, die immer die Feier des Nachhausegehens anbietet und miteinander teilt. Das ist, was Jesus möchte, dass du so in seinen Fußstapfen trittst und ihn hier jetzt vertrittst, weil wir bereits viele, viele sind. Aber es ist wirklich unsere ganz individuelle Verantwortung, wie wir die Dinge sehen wollen oder wie wir sie auch leben und umwandeln. Aber alles, was ich sehe, bin ich. Es gibt nichts, was ich sehe, was nicht ich wäre. Und alles, was ich sehe, war eine Idee über mich selbst. Und davon habe ich keinen Wert mehr, wenn ich sie in einer Begrenzung sehe. Ich wähle, anstatt einen Moment lang still zu sein und nach Hause zu gehen. Ja, sind wir okay damit? Ja. Wollen wir es damit belassen für heute? Ja. Danke, ihr Lieben. Wunderbar. Danke. Ich spüre dich. Danke. Danke dir, lieber Devan. Danke, Elke. Danke, Devavan. Danke, Devavan. Danke. Danke, schön. dass ich bei euch sein darf. Danke, Devavan. Danke.
Es folgen ja jetzt noch 20 Lektionen, jeden Tag eine Lektion als Wiederholung der Lektionen 181 bis 200. Der erste Teil dieses Übungsbuch zu Ende geht. Und natürlich dürfen wir uns da gratulieren, egal wie oft wir das bereits durchgemacht haben. Die noch weiter vorne sind, Hans, du bist wahrscheinlich noch gar nicht da, ne? Hast du eine Hoffnung und Aussicht? So, wie wir sehen, es ist eine ausgesprochen kraftvolle Lektion. Da ist ganz, ganz viel drinnen, wenn du beginnst, auch diese Lektion mit deinem Geist selbst zu beleuchten, zurück, nach vorne, verschachtelt, von was immer für einem Aspekt, weil da passiert etwas in deinem Geist. Was passiert ist, dass du selbst nicht nur hergehst und diese Worte von außerhalb von Raum und Zeit konsumierst und sagst, ja, wunderschön und gefällt mir gut und kann ich als solches akzeptieren, sondern du beginnst darüber nachzudenken und du bringst es in Bezug auf deine persönliche Beziehung, deine persönliche Situation, deinen sogenannten persönlichen Traum. Und egal, wo du da stehst, es ist ein Traum der Umwandlung, ein Traum der Vergebung, ein Traum der Aufhebung, ein Traum der Transformation, der vollen Transformation des Geistes. Und je mehr du das beleuchtest für dich selbst, weil du es ja sowieso nur mit ihm beleuchten kannst, mit dem Heiligen Geist, wirst du sehen, dass hier bestimmte Aha-Gedanken und Erfahrungen und Ideen sich in deinem Geist eröffnen, die so tief gehen, dass du tatsächlich nur noch Tränen überströmt in deinem Stuhl sitzt und nur mehr von Dankbarkeit fühlst, was dir bereits gegeben wurde und was du bereits hast und somit nur bestätigt bekommst, was du bist und wie in der Erkenntnis, wer du bist. Und in diesem Sinne machen wir das jetzt auf. Lass uns mal sehen, was hier aus deiner Perspektive zu diesen Ideen, wie sie angeboten wird, oder zu irgendeiner Idee, ob sie im Zusammenhang steht oder nicht, in deinen Geist kommt. Danke für dein Hiersein. Ja, vielen Dank. Das hat mir total Mut gemacht. Ich gehe ja auch morgens auf die Knie und mache dieses 3. Schrittgebet, wo ich meinen Willen an Gott übergebe und nur seinen Dienst tun will. Danke. Und ja, und deshalb sehe ich mich da auch in diesem Job. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das was für mich ist. Und ich mache das einfach und das macht mir so viel Freude und die Leute freuen sich so und meine Chefin freut sich so und alle freuen sich irgendwie nur. Also ich bin so irgendwie in den glücklichen Traum hinein katapultiert worden, ohne dass ich ihn vorhatte. Der wurde einfach geschenkt, so aus Gnade oder weiß ich nicht. Ich nehme es einfach an, so. Ja. Ja, mein Leben hat richtig Fahrt aufgenommen, seitdem ich den Kurs mache. Nochmal so raketenmäßig gegenüber den 12 Schritten. Da war so ein bisschen Stau irgendwie. Und jetzt geht's irgendwie so senkrecht startend in den Himmel oder so, habe ich den Eindruck. Ja, danke. Danke dir. Ja, da kommt mir noch in den Sinn diese Geschichte, auch Osho Rajneesh hat sie immer wieder verwendet, von diesem weisen Mullah Nasruddin heißt er. Ich weiß nicht, ob ihr jemals so seine Witze gehört habt. Das sind echt, das sind aber auch wirklich gute Lehrindizien. Und da ist die Geschichte, dass Mullah Nasruddin kommt nach Hause und sein Haus brennt und all die Nachbarn sind schon herum und schütten Kübel mit Wasser rein und er sagt, halt, 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 ja, was macht ihr denn da, ne? Ihr wollt das Feuer auslöschen, ich warte schon so lange, dass alles brennt und ich habe noch einige Sachen draufzuwerfen oder würde hinzufügen, hier habe ich noch eine Kanne Öl, schütten wir das auch noch rein, damit es besser brennt, ne? Um diese innere Verbrennung ja wirklich zu erlauben und zuzustimmen, anstelle abzuwehren und sich ständig dagegen zu verteidigen, ne? Das ist, was eigentlich erbeten wird, ne? All diesen Konzepthaufen, wie ich ihn nenne, im Inneren verbrennen zu lassen, ne? Eileen. Also ich mache ja jetzt auch immer sehr intensiv die Lektion, ja, nachdem wir uns auch unterhalten haben, Deva war nochmal. Und wir kamen dann 2 Tage danach, wo ich so dankbar bin, Bruder.
dass du mir deine Worte dann so gesagt hast und wo ich dann erlebt habe, wie das so zutrifft und dass das unser Gespräch total dankbar war, auch so wie ich das aufgenommen habe und wie du das gesagt hast, dass da gar nichts falsch war und ich ja dann auch immer wieder nur gedacht habe, in diese Schuldgefühle und dann alles so kam, ja, und du mich dann da immer wieder, dass ich nicht derjenige bin und ich gemerkt habe, hey, ich suche. Und dann sage ich, es wird keiner der Richtige sein. Du bist es, ja. Und ja, nachdem du mir das dann auch immer wieder so sagst, komme ich auch immer mehr, indem ich die Lektion dauernd wiederhole, ja. Also das ist so wirklich jeden Tag, wo ich weiß, wenn ich wieder in Strackeln oder was komm in die Lektion. Was sagt dir dieses Ding? Was sagt die heutige Lektion? Und wo ich dann immer wieder auch gerade bei meinen Eltern hier gehe und sage, nein, dreh zurück, Aline, wähle den Frieden Gottes, ja. Und ja, ich dann auch ganz viel gerade mit mir selbst ich merke immer noch, wo ich kämpfe, ja. Also, dass ich dann sage, nein, ich will diesen Kampf nicht mehr. Und ich merke halt, wie gestern, ich lasse das Essen, wo du jetzt auch sagst, es hat keinen Nutzen mehr. Es hat keinen Nutzen, keine Bedeutung mehr. Und wenn ich essen will, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Und wenn nicht, dann vergebe ich mir. Ja, immer bewusster und immer bewusster. Und ja, es ist manchmal, also diese gestrige Lektion ist ja immer so meins, ja, wo ich mir gerade eine Woche lang diese Frage stelle, wie fühle ich mich, wenn ich frei bin oder wenn ich nicht dieser Körper bin, ja. Und dieses bewusste Gefühl, mal dieses Freisein-Gefühl und dass ich im Endeffekt ja gar nicht dieser Körper bin, wird mir dann immer bewusst, ja. Und dann spüre ich immer so stark mein Herz und da habe ich so ein inneres Gefühl, hier wohne ich. Also hier drin wohnt er, ja. Also da ist mein einzigstes Leben, das ist das Einzigste, was schlägt und alles andere ist hier um den Körper letzten Endes Illusion. Und ich sehe mich mittlerweile auch nicht mehr so. Es gibt natürlich auch Stunden und Tage und ich habe auch verstanden, dass das, solange ich hier lebe, in diesem Körper, auf dieser Welt noch bin, werden immer diese Schatten- und Lichttage kommen und Momente und dafür bin ich sehr dankbar, dass es so Brüder und Schwestern gibt wie euch, wo ich echt immer wieder wie jetzt, also danke Devavan, dass du es trotz all den Jahren immer und immer wieder noch tust. Ich weiß, was für eine Disziplin und konsequent es ist, aber das ist dein Dienst, den du in Ehren tust und dafür bin ich so unglaublich dankbar. Und du erkennst, dass es immer mehr Menschen gibt, die gerade jetzt erwachen und wo dein Verdienst auch immer wieder bekommst. Und deswegen bitte ich dich nur, hör nicht auf, für uns da zu sein. Und ja, ich Also keine Sommerpause. Danke dir, Aline. Da gibt es sicher auch viel zu sagen. Ich möchte ein paar Dinge anreißen, die gerade auch so gegeben werden. Erstens einmal, danke für dein Hiersein. Zweitens, jeder, der hier ist, auch wenn es nur anscheinend so eine kleine Gruppe ist für dich da. Ne? Und ist für dich da, dass du diesen Kontakt als Bruder in der Bruderschaft nutzen kannst und sehen kannst, was dir dieser Kontakt Bruder zu Bruder wirklich anbietet, weil es ja ein ganz persönlicher Kontakt ist. Das ist ja wohl hier mal so ein bisschen ein virtueller Raum, aber letztendlich ist das ein ganz persönlicher Kontakt zwischen uns. Und weil es ein Kontakt im Geist ist, ganz persönlich. So, das zu eröffnen, gibt es natürlich auch verschiedenste Hilfsmittel, die wir bereits angenommen haben oder Erinnerung brauchen über ihren Wert, den sie haben. Und ich möchte hier nur den Schlagsatz oder das Schlagwort dienen, ich bin ein Diener Gottes, dienen reinbringen, weil im Service, im Dienen, in mich verfügbar zu machen, Gott zu dienen, wird mir dieser Kreis der Sühne eröffnet. Ja, so das heißt, jeden Moment, jeden Tag darf ich wählen, wo lege ich, wie heißt das schnell, my eggs in the basket, ne? In welchen Korb lege ich meine Eier? Das entscheide ich, okay? Und das entscheidest du, das entscheidet jeder. Wo wir das hinlegen, wo wir Interesse haben, wo wir Investment haben, wo wir unsere Energie geben, wo wir unsere Leidenschaft damit teilen, das entscheiden wir Tag für Tag, Moment für Moment, Aktion für Aktion.
So, wenn ich hier meinen Geist ausrichte auf dieses Dienen für Gott, das, weißt du, wofür das steht? Das steht dafür, dass ich hier meine eigenen weltlichen Aspekte, die muss ich nicht aufhören, aber sie haben keine Priorität mehr. Alles, was ich mache, ich brauche ja nur von mir selber sprechen und meiner eigenen Geschichte, wo ich herkomme. Und wir teilen eine ganz, ganz ähnliche Geschichte. Alles, was ich machte, wie ich als Tierarzt erzogen wurde, was ich gemacht habe, wie ich als Alternative in den Wäldern gelebt habe und gepflückt habe und Tees und Cremes und homöopathische Mittel erzeugt habe, all das musste für mich nicht mehr Priorität werden, um dies zu bekommen, um dies nicht nur zu bekommen, sondern zu sehen, dass es bereits immer da war, immer gegeben war, immer angeboten wurde und dass ich nur meinen Geist auf meine Prioritäten gerichtet hatte und sie deswegen nicht nutzen konnte und glaubte, dass sie nicht da wären. Aber in Wirklichkeit waren sie da als Angebot. Und in dem Moment, wo ich meine Priorität verändert habe, wo ich meine Priorität, okay, wo ist mein Dienen für Gott? Was bedeutet es wirklich, für Gott zu dienen? Und in den wenigsten Fällen ist es, dass wir Diener Gottes sind, in dem, was wir im Menschsein, in unserem Traum als Prioritäten gesetzt haben. Ob das ist, wo unsere Leidenschaft ist, wo wir meinen, was wir so viel Gutes tun für uns und für die ganze Welt, ob es in Familienideen sind, ob es in Beziehungsideen sind, ob es mit Geschäfts- und Arbeitsideen sind. All diese Prioritäten müssen erstmal einen zweiten Platz einnehmen, damit tatsächlich dieses Dienen für Gott überhaupt eine Bedeutung bekommen kann. Wo ich das gelernt habe, was Dienen für Gott bedeutet, war ich in meiner Geschichte, das heißt nicht, dass das für dich auch so sein muss oder für irgendjemand anderen. Ich musste dich vollkommen abwenden von dem, was ich in der Welt als menschliches Wesen in der Vergangenheit gemacht habe. Ich musste nach Indien gehen und an einem Ort, in einem Ashram oder in einem Haus mit Meister, die wirklich nichts anderes im Geist haben als den Himmel, sein und zu sehen, dass da nichts anderes an Wert überhaupt nicht einmal in meinen Geist kommt, geschweige denn mir etwas anbieten könnte, was ich haben möchte, sondern mich vollkommen ausrichten in dem, was da war, was mir angeboten wurde. Nicht, was ich gemacht habe und initiiert habe, sondern was mir angeboten wurde, dass ich mich teilmachen konnte. Das ist ein Riesenunterschied von dem, wo ich selber kreativ werde, was dann eigentlich später kommt, ne? Und erstmals zu sehen, ich gebe mich vollkommen auf etwas, was nur zu mir kommt und mir angeboten wird. Und da fokussiere ich mich und gebe ich alles und mache es eine Priorität. Und das sind diese Serviceleistungen, dieses Dienen, das erstens mal ein spirituelles Dienen ist, einem höheren Zweck, was wirklich ein Dienen ist, was dient meinem Erwachen und was dient dem Erwachen meines Bruders, was dient dem Erwachen unseres einen menschlichen Geistes, der illusionär denkt und sich umwandelt in das, was Wahrheit selbst ist. Das ist spirituelles Dienen. Aber dann das auch runterzubringen, weil irgendwas tue ich ja sowieso als Mensch in einer Idee im Körper sein. Und was tue ich eben in meinem menschlichen Dasein? Und dass ich dies auch einem größeren Zweck eröffne und mich Teil davon mache, wo ich sehe, dass es gar nicht in dem Sinne von mir als eine Person, als Einzelperson abhängt, sondern dass mein Teil davon zu einem ganzen Teil wird und mir gezeigt wird, dass mein Teil, mein Beitrag darin ein ganzer Teil wird. Und das heißt, das ist dann eben meistens so, dass man eigentlich endet, wieder Badezimmer, Klos zu putzen, abzuwaschen, Dinge zu tun, die niemand tun möchte, ne? Da beginnt es eigentlich. Und da kommt das Ego rein, ja, wollen wir nicht etwas anderes, wir sind ja so gescheit und wir sind ja so viel besser als alle anderen und alles andere. Und dann zu sagen, nein, das ist genau mein Platz, der mir gegeben wurde. Und wenn sich das ändert, wird es sich von selber ändern und es wird mir gezeigt werden.
Und da ist eine spirituelle Hingabe und ein Dienen, dass wir in dem Sinne gar nicht wirklich in diesen Situationen erst verstehen, weil da ist sowieso eine Auflösung da in, sagen wir mal, in die Lichtausrichtung. Alles wird zu Licht. Es wird die ganzen Bedeutungen dieser kleinen Sachen wird eigentlich zu einem Wow, ich bin zusammen mit meinem Bruder, ich mache mit einem Bruder ein Projekt, ich bin in einem Projekt und ich habe eigentlich nichts, was mir irgendwelche Sorgen bereiten müsste oder sollte, weil ich sowieso nur diesen einen Teil, der mir zugewiesen wird, erfülle und den tue ich aus ganzer Liebe und so gut ich kann. Das ist, wie alles in dem Moment nach Hause geht, buchstäblich erwacht und aufgelöst wird als Einzelbestandteil. Und so dieses Dienen ist nach wie vor, solange dieser Kontakt nicht voll und ganz etabliert ist mit der Bruderschaft, mit dem Bruder und im Geist als ein Geist, ist wirklich das Mittel zum Zweck, ist das Mittel, wie es sich eröffnet. Das wird in den östlichen Philosophien seit Tausenden von Jahren so gelehrt und vorgezeigt. Und jede Community, die spirituell ausgerichtet hat, macht sich letztendlich ein System, wie dieses Dienen in Form erfahrbar wird und wie man Teil davon werden kann. Egal wie die Ideen dann reingekommen durch den Heiligen Geist. Aber das ist für mich eine wesentliche Sache, wie ein Gefühl von, okay, ich bin nicht allein gelassen, ich bin nicht allein auf meinem eigenen Weg. Ich habe dieser Kontakt mit meinem Bruder ist nicht ein Konzept, ist nicht nur etwas, was ich so ein bisschen hier und da konsumieren kann, aber es wird erst wirklich, wenn ich dem mehr als 50% gebe. Das ist alles, was notwendig ist. Ich musste einfach nur 51% und mehr meiner Energie dem schenken, um mich teilzumachen. Das beinhaltet auch hier zum Beispiel aufzutauchen. Ja, 51% meines Geistes muss nur ausgerichtet sein, dass ich hier dabei sein will und auftauchen will, damit ich hier Teil eines Projektes sein kann. Davon sprechen wir. Ne? Das englische Wort ist dann Commitment. Ne? Dieses Ja, sage ich dazu. Ne? Dieses Ja, oder es wurde im Kurs übersetzt als Verpflichtung, was ich gar nicht mag als Wort, ne? Weil es einen negativen Bezug hat, Verpflichtung. Ne? Aber es ist in wirklich dieses Ja zu geben, sich teilzumachen. Darum geht es. Das ist, was Commitment ist. Und dann, um in ein Detail zu gehen, wie du es ansprichst, mit Essen oder Nicht-Essen, das ist ganz schwierig in dem Sinne, ich werde immer diese 12 Schritte Perspektiven, dass es eine höhere Macht gibt, die mir das zeigt, was mein Problem ist und das Problem für mich so lösen wird, dass mein Geist geistig gesundet. Und dass ich in dem Sinne tatsächlich nur leben kann, wie es auch Ella angerissen hat, dass ich mein Leben und meinen Willen dieser höheren Macht Gott übergebe. Ne? Und in dieser Hingabe erkenne ich an, dass das, was ich als meine eigenen Schärflein und meine eigenen Kreativitäten vielleicht noch wertschätze, in dem Sinne auch verbrennen, verschwinden lasse. Ne? Devavan, ich spüre, dass es halt immer wieder einfacher wird, ja, also wo ich nicht dachte, dass mich das gar nicht mehr, also früher habe ich viel mehr am Essen und dass das jetzt so, ja, manchmal so Lebenssache ist und ich konnte es immer nicht glauben, dass das sich dann wirklich auflöst von alleine, weil ich ja da immer wieder, und jetzt merke ich echt mittlerweile immer mehr, es ist mir egal, ja, es ist mir was anderes wichtiger. Es ist das mir Egalsein ist auch nicht die Lösung, weißt du, weil das Egalsein, da ist noch das Ego involviert. Das ist auch ein Anteil des Egos, das sich dazu richtet, ist ja egal. Ne? Weil Egalsein hat auch eine Schutzfunktion, damit das Ego möchte ja, dass ich da nicht hinblicke, was wirklich der ursächliche Gedanke ist, wo ich es in meinem Geist gemacht habe. Wenn es mir egal ist, brauche ich da nie hinzugehen. Natürlich gibt es bestimmte emotionale und gedankliche Grund dazu,
dass es sich so zeigt, wie es sich für dich zeigt. Ne? Und das will natürlich alles erforscht und erkannt werden. So, das bedarf nicht mein Egalsein. Das Egalsein im Sinne von gelassen zu sein, dass es ist, wie es ist eine andere Sache. Ne? Aber so verstehen wir es mal, dass du meinst, eigentlich gelassen damit umzugehen. Ne? Genau. Aber sei nicht egal im Herausfinden, was der darunterliegende Gedanke ist, weil das ist ein Schmerzgedanke. Nee, das will ich ja gerade. Also ich gebe mich auch voll den Gefühlen da jetzt hin, wo ich merke, warte immer ab und suche mich schon wieder wie ein Hamster, um eigentlich dieses Gefühl des Alleinseins oder ja, und das merke ich halt immer mehr, da kommt dieses Trennungsgefühl, ja, diese Bindungstraumen aus der Kindheit und das habe ich jetzt erlebt durch den Kurs, hey, du bist nie allein und dann halt es erstmal einen Moment aus und es wird vorbeiziehen, ja, es wird vorbeiziehen und wie du immer sagst, lass Licht und Liebe hineinstrahlen. Ja, ja, es löst sich alles auf in dem Moment, wo wir wirklich darin stehen bleiben. Ne? Das heißt, wenn ich es nicht mehr vermeide, wenn ich nicht mehr davonlaufe, wenn ich es nicht mehr egal sein lasse, sondern ich bin darin, wenn die Idee sich schon eröffnet hat und das Gefühl, worum es geht, dann einfach das zu sein, ja, ohne eine Emotion zuerst überhaupt verfolgen zu müssen oder haben zu müssen, sondern wirklich nur darin zu sein. Wenn Emotionen darin hochkommen, dann ist es auch Teil davon. Aber letztendlich wird es ein Darinsein, wo alle Emotionen dann auch bereits ihre Befreiung gefunden haben. Ne? Und in dem Sinne ist es mein für alle Zeiten hier. Ne? Das heißt, ich lasse das nicht mehr los. Wenn ich etwas wirklich bin, wirklich in meinem Herzen vereint habe, angenommen habe für mich, dann darf ich das für alle Zeit mitnehmen. Ich nehme ja mich selbst mit nach Hause. Das ist nicht nur, jetzt bin ich da gerade für eine Sekunde oder für eine Session da drinnen und fühle diesen Schmerz und jetzt bin ich wieder froh, dass ich ihn wieder los habe, sondern dann nehme ich das als weil es ja etwas ist, was mir gegeben wurde für meine volle Transformation, das darf ich ja nicht vergessen. Ne? Es wurde ja mir gegeben, um aus dem Traum zu erwachen. Das heißt, aus diesem Grunde will ich es mitnehmen, nur ich nehme es nicht mehr mit in dieser begrenzten Schmerzidee, in der ich es versteckt und gehalten habe, sondern ich eröffne es in das ganze Licht und nehme es als das mit, was es wirklich ist, nämlich das ganze Licht. Ne? Und somit ist in diesem Prozess, wie er aussieht, passieren natürlich die Wunder und die Eröffnungen, wo wir dann erfahren, wie das, was als schmerzhafte Idee oder als schmerzhafte Geschichte noch vor einem Moment da war, wirklich nur noch als vergeben gesehen wird und total in dem mich selbst sein lassen, es mein Selbst sein lassen, ja, ist da nichts mehr da, verschwindet es buchstäblich. Ne? Die Geschichte... Wenn man das erkennt, ich wollte jetzt die Frage stellen, ja, aber ich habe sie mir selbst beantwortet, wie lange dauert denn das, bis ich es wirklich anerkenne und dann ist es gleich, Aline, jetzt. Es gibt nur das Jetzt, ja, und wenn du immer wieder danach fragst und dann bist du schon wieder ein Suchender, ja, und das ist gerade das, wo ich mich immer mehr übe, in diesem Moment zu sein, ja, immer im Jetzt irgendwo. Ja. Ja, im Jetzt erfährst du, wie es gerade jetzt gegeben wird. Jetzt ist nichts da, weil wir es ja schon nach oben gehoben haben, ne? Aber in einem anderen Moment wird es wieder in einer Emotion aufscheinen. Und dann insgesamt, sagen wir mal, bis es im Geist keine Bedeutung mehr hat und tatsächlich als vergeben verschwunden ist, dann bedarf es auch das hier nicht mehr, eine Beleuchtung darüber. Ja? Es bedarf genau die Zeit, die es bedarf. Und du weißt ja auch gar nicht, wie lange du da schon rumkaust. Vielleicht kaust du an dem Thema schon lebenlang rum. Ne? Und vielleicht bedarf es auch noch einen Moment von einem Morgen. Verstehst du, auch diese Idee der Zeit würde ich vollkommen loslassen, ist vollkommen belanglos. In dem Moment, wo ich es sehe, das ist der Weg, wie er mir gegeben wird, das ist, wie es mir gezeigt wird, das ist mehr als genug. Ich dankbar dafür zu sein, was mir gezeigt wird, was mir gegeben wird im Moment, um mir selbst vergeben zu dürfen, ist mehr als genug. Verstehst du, es ist den Weg zu gehen, ist die Zeit, ne, die es bedarf.
So, wir versuchen auch nicht das transzendierend zu erklären, spirituell zu erklären, sondern wirklich da zu sehen, wo die Führung wirklich stattfindet. Werde ich in den Schmerz geführt, hingewiesen, dann nehme ich das an. Aber ich weiß, dass der gesamte Weg in den Himmel führt und nirgendwo anders hin. Und dass der Weg geradlinig ist und dass ich da nicht mehr in einem Labyrinth, auch nicht in einem Labyrinth von Analysen verheddern muss. Aber ich muss es annehmen und einen Moment darin sein. Und meine Erfahrung ist, wenn ich das zulasse in der Gesamtheit, eröffnet es sich in der Gesamtheit. In dem Moment ist es verschwunden. In dem Moment hat sich alles verändert. Und vielleicht werde ich dann angeführt auf ganz kindliche Art und Weise. Wenn es bei dir ums Essen geht, vielleicht geht es darum, okay, ich koche für mich selber und jetzt mache ich hier ganz spezielle, wie Kinder. Ja, ich merke ganz viel Liebe, ganz viel Hingabe. Ja, ich will wie Kinder. Ich kann am besten von Kindern lernen. Ja, also ja, das ist für genau. mich, die Essen sehe, da kriege ich Hier wird ein bisschen probiert. Oh, Ja, wie ich bin schmeckt auch denn so. dieser Ich gehe Regenwurm? in die Tasche von allen kleinen Dingern rum. Ich kriege da ein bisschen. Und ich muss mal wirklich dann da hinsetzen und sagen, Eileen, bleib jetzt sitzen. Und schon hat mein Kopf wieder und würde am liebsten dahin rennen. Also ja, aber ich bin auf meinem Weg. Und eine andere Art und Weise ist auch wirklich voll und ganz anzunehmen, wenn mich andere einladen, und wenn ich eigentlich Teil sein darf, wie diese anderen Brüder mich mit ihrer Liebe bekochen. Und dann gehe ich mit der Idee her, dass ich eigentlich diese Liebe in mich reinnehme, wenn ich einen Bissen esse. So, da gibt's ganz verschiedenste Liebe Gottes annehmen, Anweisungen sagen auch, wir. von ihm, wie du da dich annähern kannst, dass du siehst, dass grundsätzlich musst du davon ausgehen, dass eine Entscheidung im Geist getroffen wurde, um dies überhaupt zu blockieren, abzulehnen. Das heißt, es wurde ausgeschlossen. Es wurde in eine Kategorie gegeben, dass entweder für etwas steht, was so bedrohlich ist, dass es nicht reingenommen werden kann. Ganz besonders in Kindheit, mit bestimmten Kindheitserfahrungen ist das meistens dann so in Beziehung gebracht worden. Und dann wurde das ja nur aufs Essen, weil es ja auch reingenommen wird, projiziert, und das, was reingenommen wurde, was emotional so schmerzhaft war, wird dadurch dann blockiert und weggeschoben und mehr oder weniger weggehalten, damit es nicht mehr den Schmerz verursachen kann. Und das alles wird eröffnet, auch auf psychologischer Ebene wird ganz klar im Geist, wenn ein Moment in dem Schmerz darin gestanden wird und das wirklich zugelassen wird, dass das da sein darf. Es ist nicht so. Das ist die Angst vor dem Tod, ja, das war also nicht die Angst vor dem Tod schon mit, aber ich hatte manchmal mehr Angst zu leben, ja, weil ich nicht wusste, wie das Leben funktioniert. So, ich habe dann immer, weil alle gedacht haben, wenn die noch mehr abnimmt, dann stirbt so. Und da habe ich gesagt, ich sterbe nicht, ich sterbe. Das ist so stark in mir, aber dann sage ich, aber zeig mir, wie Leben geht. Das kommt später, das ist schon die Reaktion. Was davor ist das zu treffen, was in dem Moment die Angst der Auslöschung und der Todesbedrohung ausmachte. Die Reaktion war dann, dass wenn ich noch mehr Gewicht verliere, könnte ich sterben. Nein, da war davor etwas, was so bedrohlich war, was die Existenz bedroht hatte, was du reingenommen hast. Und dann musstest du es blockieren mit dem Reinnehmen, damit du nicht darin gestorben wärst. Was ist seine Antwort? Du bist darin gestorben. Und du bist in Wirklichkeit wiedergeboren worden in dem Moment. Du bist gestorben in dem Moment. Erst wenn das anerkannt, gefühlt wird, wenn das wieder berührt wird, dass ich eigentlich in dem Moment dieser Schmerzerfahrung gestorben bin, kann es sich verändern. Du brauchst dich überhaupt nicht kümmern, was als Reaktion später mit jetzt kann ich nicht mehr essen und kann nichts mehr reinnehmen passiert ist. Das erledigt sich dann von selbst. Du musst zur initialen Idee zurückkehren und darin stehen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Erstmal, weil das ist, was meine Erfahrung ist und wo es sich für mich auch verändert hat.
und eröffnet hat. Und wenn sich eine Situation zeigt, in der ich eigentlich etwas blockiere oder nicht will, muss ich genau dieselbe Aktion wieder für mich wählen. Ich muss dahin gehen, wo es begonnen hat. Das habe ich jetzt nochmal anders verstanden, also dass ich wirklich nochmal ganz tief in den Schmerz da rein muss und dass das so weit noch drin hängt. Also danke. Ja, und da brauchen wir alle Hilfe. Da brauche ich meinen Bruder an meiner Seite, verstehst du? Weil es ist der Bruder an der Seite, der als Licht, wirklich als Lichtkörper dasteht und zeigt, hey, eigentlich können wir beide nicht sterben. Und ich bestehe neben dir und in einer Gewissheit und einer Stärke, sodass wir da durchgehen können und sehen, wie eigentlich die Neugeburt absolut passiert. Brauche ich da unbedingt jemanden körperlich neben mir, Devavan, oder geht es auch, indem man das dazu macht? Das habe ich bis jetzt noch nicht so verstanden. Natürlich brauchst du das nicht, aber wenn sowieso darum geht, dass auch in der Geschichte der Bruder als Körper nicht wirklich da ist, dann wird es eher ein Indiz sein, dass das gebraucht wird. Aber es gibt genug Erfahrungen von Leuten, die das mitten in der Nacht im Bett erfahren haben und Jesus war präsent oder was immer für eine... So geht es mir auch. Ich kriege ganz viel über Nacht. Also ganz viel, da wache ich und dann spreche ich mit ihm. Also das ist, ich weiß gar nicht. Also danke. Oft ist halt dann der Persönliche und der Bruder als Person oder Erscheinung hat den Wert, weil darin erkannt wird, eigentlich teilen wir ja dieselbe Geschichte. Ne? Das heißt, wenn ich mich selbst in der körperlichen Erscheinung treffe, komme ich näher dran, dass ich verstanden werde, weil ich mich selbst da gerade treffe, mit mir steht. Ne? Ich stehe mit mir selbst. Danke auf jeden Fall. Wenn das ganz abstrakt ist, mag das nicht so erkannt werden. Und dann ist auch dieses Öffnen und das sich zeigen und teilen natürlich auch ein Teil davon. Ne? Danke dir, danke, war wunderbar. Ich glaube, da hat sich jetzt schon was getan und zumindest in der Motivation auch, dass wir da nicht allein sind drin. Ne? Gut, sind wir alle gut oder möchte noch jemand was sagen? Ja, danke, dann habe ich noch unser Abschiedslied wie immer. Danke. Ja, wunderschönen Tag. Ja. Danke. Tschüss. Danke. Dann halt wieder, ne? Sagen wir mal dazu. Ne? Bis bald. Danke, alles wunderbar, danke. Vielen Dank für dein Dabeisein. Wunderbar. Ich hoffe, es hat dir beim Erinnern geholfen. Ich freue mich total über Kommentare, wie du es verstanden hast, oder ein simples Herzchen. Und vielen Dank natürlich für deine Wertschätzung. Und wenn du magst, wenn du meine Arbeit wertschätzen, sozusagen unterstützen möchtest, in der Beschreibung findest du den Link, wo du deine Wertschätzung zum Ausdruck bringen kannst. Klick einfach auf den Link drauf und wähle dann aus, welche und wie viel deine Unterstützung dieser Arbeit als Mitgliedsbeitrag sein soll und wie lange du das gerne machen möchtest. 5, 10, 20 Euros, wähle, wie es für dich stimmt. Du kannst es auch jederzeit natürlich verändern. Und danke an alle, die es schon tun. Und wenn du siehst, dass du geführt bist, lade noch jemanden ein. Du findest das gesamte Programm, wie auch viele andere Podcasts, auf meiner Webseite devavan.com, auf meinem YouTube-Kanal und auf Spreaker im Kanal Die Stimme des Himmels in den verschiedenen Playlists. Und natürlich freue ich mich ganz besonders, wenn du ganz einfach so zu unserem nächsten gemeinsamen Verbinden mit diesem Angebot von Christus Jesus wieder mit dabei bist. Ja, Gottes Segen für dich und uns alle. Bis dann.